Hallo und willkommen bei Reingedruckt. Wie ihr in den letzten Tagen schon mitbekommen habt, habe ich probeweise mal hier so ein eigenes Hotend-Gehäuse mir gebastelt. Begründung: Ich hatte in dem Original Hotend-Gehäuse ein Hotend drin, wo hier in der Mitte so ein komisches Plasterröhrchen drin ist, so PET, keine Ahnung, wie es heißt da genau. Und dieses macht letztendlich immer wieder Probleme, wenn man dann halt irgendwo mal was mit ABS druckt oder so, dann verjüngt sich der Durchmesser und dann fließt das Material nicht mehr so, wie es eigentlich soll. Also musste ich mir was einfallen lassen und das habe ich auch. Und ich habe mir dann ein Vollmetall-Hotend gekauft. Das ist dieses hier. Das hat mich sehr davon überzeugt gehabt, dass es gut funktionieren könnte, sollte, müsste. Und dieses habe ich dann halt erstmal hier probeweise in diesem schönen Gehäuse hier verpackt. Dieses Gehäuse habe ich gedruckt gehabt aus PLA und habe damit schon eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Einzige, was mir nicht dabei gefallen hat, ist, dass hier unten die Bauteilkühlung, dass sie sich verformt hat und dann letztendlich immer den Druck mit wegbewegt hat. Also musste ich mir was einfallen lassen. Und dann habe ich mich ein bisschen belesen und dann bin ich irgendwie zwischendurch auf ABS gekommen. Fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum. Und wer die ganzen Shorts die ganze letzte Zeit verfolgt hat, der wird mitgekriegt haben, dass ich da was gemacht habe. Und das ist das ganze Teil jetzt aus ABS. Das besteht aus einer Grundplatte, wo letztendlich auch der Lüfter direkt drauf, nicht der Lüfter, das Hotend direkt drauf kommt. Dann kommt hier unten drunter kommt dann halt das Gebläse, was ihr gleich sehen werdet, wenn ich es auseinander nehme. Hier vorne kommt die Platine mit dran für den Stromanschluss. Dann kommt hier und hier jeweils ein Bauteillüfter mit dran. Und hier an der Stelle habe ich mir dann halt gesagt gehabt, oder möchte ich gerne den Touchprop dran haben. So, und was muss ich machen? Ich muss jetzt mal den ganzen Spaß hier einmal auseinandernehmen und danach wieder in Ordnung sich zusammensetzen. Ne? Fangen wir einfach mal an. Könnt ihr gerne mit dabei sein. Also ich habe mich maßlich ziemlich genau an meinem Prototyp gehalten. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe es wirklich in mehrere einzelne Sequenzen gedruckt oder einzelne Teile, weil ich habe es probiert, mit Schnittstruktur zu drucken, mit meinem Probefilament, was ich damals hatte oder am Anfang der ganzen Aktion hatte. Und sagen wir mal, es war bis zu dem Punkt, wo dann halt das Filament nicht mehr weiter gefördert wurde, weil es sich verhakt hat, ein erfolgreicher Druck gewesen und habe dann im Nachhinein dann auch erstmal probiert, kriege ich denn die Stützelemente ab. Und da musste ich leider feststellen, nein, geht nicht, kriege ich nicht ab. Und da habe ich dann halt diverse Probleme gehabt. Und dass ich dann halt diese Probleme mir nicht mit ins Haus hole, habe ich gesagt, na gut, okay, bevor ich jetzt dann halt groß eine neue Rolle kaufe, habe ich dann auch gemacht, eine Rolle gekauft. Ändere ich die komplette Konstruktion und mache das als Einzelteil. Und zwar so, dass ich das ganze Ding ohne Stützstrukturen drucken kann. Hat erfolgreich funktioniert. Falls ihr die Videos gerne dazu sehen wollt, die kommen. Also nicht wie jedes einzelne Teil aufgebaut wurde, wahrscheinlich, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, weil, ja, aber ich mache noch mal ein Video darüber, wenn ihr wollt. Das muss ich hier mal ganz schnell ein bisschen Strom kappen hier. So. Der rote war da. Der schwarze war da. Hopp. Jetzt haben wir hier schon die Platine raus. Die kommt dann hier oben auch wieder rein. Was muss noch raus? Hier habe ich ja gar keinen Druck. Ich brauche noch einen anderen Schraubendreher. Dann kriege ich das mit dem hier. Ist eigentlich relativ einfach gehalten, das ganze Teil hier.
Ich weiß jetzt schon, ich kriege 2 Schrauben nicht rein. Da habe ich irgendwo einen Fehler in der Konstruktion gemacht. Aber diese 2 Schrauben, die stören mich nicht, wenn sie nicht drin sind. Und zwar sind die von so einem Lüftergehäuse. Was ich schon festgestellt habe, ist, dass wenn ihr mit Carbon druckt und ihr macht dort meinetwegen für ein 3-Gewinde ein 2,5er Loch rein und ihr schraubt danach die Schraube rein. Die Schraube sitzt danach so fast von fest, das ist Wahnsinn. Also die ist dann wirklich schon bombenfest drin. Muss fast gar nicht mehr nachgezogen. Also eigentlich braucht die keine Kontermutter, kein gar nichts. Bis jetzt so meine Erfahrung. Kann sich natürlich ändern. Hoffe ich nicht. Sollte vielleicht doch meine Brille aufsetzen. Ich werde sie gleich mal holen. Geht mit Garantie einiges leichter. Ich habe gar keine Schraube raus hier. Eins. So, der zweite Lüfter. Jetzt haben wir das Ding. Jetzt müssen wir hier unten drunter den großen Lüfter abschrauben. Der ist letztendlich für die Bauteilkühlung da. Den habe ich hier in dem Probestück nur mit einer Schraube befestigt, weil ich habe einen Fehler gemacht, habe einen Lochabstand falsch gesetzt. Jetzt habe ich den natürlich korrigiert. Jetzt hoffe ich, dass es dann in dem anderen Teil ordentlich funktioniert. Wenn ja, dann hole ich gleich nochmal 2 Schrauben. Wobei eine schon reichen tut, um das Ding dann zu halten. So. Und jetzt habe ich nur noch das Hotend hier unten drunter. Schraube 1. Schraube 2. Ich habe jetzt noch keine Schrauben weiter in das eine Teil hier reingeschraubt, mit der Begründung, ich möchte, dass die ja vernünftig sitzen. Also, ja, ein Teil schraube ich nochmal ab. Das ist das Ding hier unten. Da habe ich vielleicht einen Fehler in der Konstruktion drin, werden wir gleich sehen, weil ich habe nämlich nicht an die Kabel gedacht. Aber das werden wir gleich sehen. Ihr seht selber, also es ist mit Kraftaufwand, die Schrauben rauszuholen. Ich gehe davon aus, dass die noch ziemlich gut halten werden. Ich werde euch natürlich von dem ganzen Versuch
komplett auf dem Laufenden halten. Oh, das ist das Vollmetall-Hotend, was ich mir gekauft habe. Hier unten schön mit der Silikonsocke dran und alles. Bis jetzt sind meine Erfahrungen mit diesem Teil sehr, sehr gut. Also es hat Material, sogar Carbon geschluckt, und damit war ich dann halt wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Carbon zählt nicht gerade als das Material zum Leichtdrucken, für diejenigen, die da schon mit Erfahrung gemacht haben. Solltet ihr kein Vollmetall-Hotend haben, würde ich sogar auch die Finger davon lassen, weil das ist ein ziemlich raues Material und dürfte euch dann halt doch ein bisschen was zerstören. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es lieber sein. Das ist letztendlich auch, wenn man den Druck anfassen tut, es bleibt rau. Ja, und ja, müsst ihr gucken. Also, machen wir die Schrauben nochmal hier raus. Gehalten wird das Hotend und der Armblock zusammen mit 2 Schrauben bloß. Der geht sehr knirsch rein. Da haben wir da einen Fehler gemacht. Also das sieht so schon mal sehr gut aus. Gefällt mir. Schauen wir natürlich noch die Schrauben hier rein. Falsche Schraubendreher. Die Schraube greift und man merkt direkt, dass das fest ist. Also es ist so, als wenn man in eine Stahlmutter reinschraubt. Gefällt mir sehr gut. Kommt hier hinten auch nicht wirklich raus. Das ist schon mal positiv. Machen wir gleich. Machen wir natürlich Schraube 2 auch noch rein. Kann ich das Hotend selber empfehlen? Würde sagen, ja. Wie gesagt, habe gute Erfahrungen mitgemacht. Na. Wenn man es da probiert, wo schon eine Schraube drin ist, dann geht es natürlich nicht. Ne? Fest. Ziehen wir hier nochmal ein bisschen nach. Fest. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, und ich hole mal ein zweites Gerät, damit ich euch hier ein paar Fotos machen kann. Die kommen natürlich mit rein ins Video. Damit ihr halt auch wirklich seht, das sieht Bombe aus. So, jetzt geht es weiter mit dem Lüfter. So, und jetzt fange ich natürlich auch schon gleichzeitig an, das mit dem Kabelmanagement zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt
hier wieder Foto, wenn ich das Kabel, so wie hier auf dem Bild zu sehen ist, nach unten wegmache, dann habe ich das Kabel dann irgendwo, wo es mich stört. Also mache ich das nicht so, sondern ich mache das Kabel, dass es nach oben weggeht. Das würde dann so aussehen. Und dann stört mich das Kabel nicht und dann habe ich auch nicht das Problem mit dem Kabel. Oder keine Probleme mit dem Kabel. Ich muss nur gucken, wie lange ich schraube. Die ich eben hatte. Das war das eine. Ich hole mal schnell noch eine zweite. Und jetzt schraube ich das Ding dann hier auch wieder fest. Gucken. Die Löcher sieht man ja wirklich nicht. Ja. Bin ich jetzt in dem Loch drin oder bin ich daneben? So, ich sage, bin daneben. So, das sieht gut aus. Ich hoffe, ich habe nicht wieder daneben gegriffen. Und sich dann aus. Es sieht danach aus. Machen wir mal anders, machen wir jetzt mal Schrauben rein, dann wieder raus. Und die sind manchmal auch schon wieder ein bisschen leichter. Oh, ich muss ein bisschen nachhelfen. Einen Augenblick, holen wir uns mal einen Bogen. Für das Werkzeug mal mehr hier. Wollte ich eigentlich gar nicht so haben. So, jetzt erste Bohrung. Ist jetzt hier auch nur ein 2 mm Bohrer, kein 2,5er Bohrer. Der sollte seine Aufgabe eigentlich auch schon recht gut machen. Sollte es nicht reichen, habe ich hier natürlich noch einen 2,5er Bohrer zu liegen. So. Probieren wir nochmal. Auf ein neues.
schön, dass man hier nichts sieht. Was hier vorne? Geht auch nicht. Also machen wir das Ganze nochmal mit dem 2-5er-Bohrer. Hier dann jetzt nur noch 2 Bohrungen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann haben wir jetzt noch 2 Bohrungen. Die gut sind. Oh, sollte funktionieren. Richtige schöne Späne haben wir da rausgeholt jetzt. Probieren wir es nochmal. Jetzt gehen sie rein. Wunderbar. Schraube 1. Und dürfte Schraube 2 genauso leicht reingehen. So, wie gesagt, den Lüfter so das Kabel legen, dass es nach oben weg zeigt. Muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Nicht, dass wir den verkehrt rum aufmachen. So. Passt. Schraube 2. Passt wieder nicht. Eigentlich müsste die passen. Das macht es auch. So, jetzt ist ganz wichtig, dass man dann halt auch überprüft, ob der Rotor sich hier unten drunter noch dreht. Weil könnte ja mal sein, dass man dann halt irgendwas verspannt hat oder so, aber in meinem Fall nicht der Fall. So, Kabelmanagement haben wir gesagt, da wollen wir auch ein bisschen drauf gucken. Also machen wir das hier ein bisschen zur Seite. So, dann seht ihr, da ist da auch kein Kabel drauf. So, das nächste Teil, was jetzt kommt, müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal die Pfeile holen. Genau. Also bin gleich wieder da.
Pfeile, also einen Satz Schlüsselpfeilen, den kann ich euch letztendlich irgendwo immer wieder ans Herz legen, weil brauchen werdet ihr die immer wieder. Habe ich vorher schon gesehen gehabt, da auf der einen Seite habe ich es weggemacht, dann kam ein Anruf dazwischen. Und dann habe ich die andere Seite dann halt nicht mehr gemacht. Aber das ist ja kein Thema, kriegen wir ja schnell hin. So, wunderbar, sitzt der stramm drin, so wollte ich es haben. Und dann kommen jetzt hier wieder 2 Schräubchen rein. Die sind wieder Nummer kleiner. Ich kann euch ja gleich mal mit dem Foto verwöhnen. So sollte es dann wieder aussehen. Ja, na doch, machen wir so. Kriegen wir hin. So, sieht erstmal so gar nicht so verkehrt aus. Dann schrauben wir jetzt die 2 hier rein. So. Schraube 1, berührt nicht den Propeller hinten dran. Wunderbar. Die guckt aber ein bisschen mehr raus. Aber das stört mich nicht. Viel wichtiger ist ja, dass das nachher funktioniert. Also für alle, die den Vanhayo haben, oder ein Vanhayo haben, Vanhayo hat ja fast überall die gleichen Druckköpfe drauf, und die möchten auf ein Vollhautmetall umswitchen. Die Dateien dazu, die setze ich bei Tinkerweavers mit rein. Inklusive dem Hotend, was ich da verbaut habe. Ich selber habe im Originalen oder als Bodykit oder als Update oder nichts gefunden, was auf Vollhartmetall für den Vanhayo geeignet ist. Also habe wirklich eine ganze Weile gesucht. Und ja. So, jetzt kommt die hier. Dann haben wir hier einen Löschler. Nummer 1. So. Passt perfekt in den Kanal rein. Kommt natürlich der Schräubchen auch wieder dazu. Halt daneben gepackt. Die Lüfter und alles, die kriegt man alle im Netz zu kaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne da kaufen, wo ich gekauft habe. Die Links dafür mache ich mit in die Beschreibung mit rein.
laufen, oder? So. Die Löcher komplett alle falsch positioniert. Mal nachschauen. Eigentlich nicht. Nee. Das sieht super aus. Sollte eigentlich gehen. Noch eine Schraube. Die möchte ich auch gerne haben. Die eine Schraube ist nämlich dafür, dass unten das Ding da vernünftig sauber sitzt. Da auch nochmal eins rein. Da ist eins da. Jetzt kommt sie. Mal die nämlich noch ein bisschen nachziehen. Zack. So, dann haben wir hier Plus und Minus. Und wir brauchen natürlich noch den zweiten Lüfter. Der ist von der Kabelführung her leichter zu installieren, weil das Kabel auf der richtigen Seite ist. So. Haben wir vielleicht trotzdem wieder einen Fehler gemacht? Oder kriegen wir den rein?
Fehler gemacht. Erst hier durch. Dann hier durch. Dann richtig einfädeln. So. Zack, sitzt er hier auch richtig drin. Der kann leider nur mit 2 Schrauben befestigt werden. Konstruktionsbedingt sozusagen. Vielleicht ein Fehler in der Konstruktion drin. Weil hier in dem alten Teil habe ich hier extra nochmal 2 Löcher drin gehabt, damit ich die Schrauben reinmachen kann. Die sind hier weggefallen. Weil ich gedacht habe, wenn ich das in Einzelteile mache, dann kannst du das dann besser zusammenbauen. Aber da war dann halt ein Irrtum drin. Weil das Teil, was hier rumgeht, das wird hier innen drin einmal festgeschraubt. Und das kann man leider nur dann festschrauben, wenn der Lüfter drin ist. Und macht sich nicht so gut. Also man würde vielleicht so jetzt mit dem Schraubendreher rankommen, aber ich will es nicht riskieren. Sagen wir es so. Ja. Selbe Problem wie eben. Mit der besagten Einschraube. Wir müssen wieder gucken, wo die sitzt. So. Ob da eins ist. Aber ich habe da eigentlich fertig gemacht. Machen wir mal Licht an. Da ist ein Loch. Müssen wir halt nur ein bisschen fummeln. So. Jetzt kommt sie. Sitzt. So, jetzt natürlich auch wieder prüfen. Ist leichtgängig. Ist leichtgängig. Also ist das, denke ich, dann auch schon mal erledigt. Jetzt müssen wir natürlich das Ding wieder anschließen. Und dabei ist es dann halt sinnvoll, wenn man weiß, was wohin kommt. Oder wenn man sich das merkt. Ich hole jetzt doch mal meine Brille. Ein Zeichen dafür, dass man alt wird, ne? Ich habe schon mal probiert, so mit so kleinen Aderschüchen. Aber so kleine habe ich dann doch nicht zu Hause. Dass das dann erstmal nicht funktioniert hat. So. Mit dem Kabel hier unten machen wir gleich. Aber das Ding muss hier rein. Noch ein bisschen aufmachen. Machen den gleich mit auf. So.
Ja, die Lüfterdrehzahl bei dem Vanhayo, die wird über den Strom geregelt. Aber da hat es nicht irgendwo einen Multimeter oder irgendwo, also eine Kontrolle, so wie bei manchen PC-Lüftern, wie viel Drehzahl denn drauf ist. Sondern geben wir dann entweder 10%, 15% Strom drauf und dementsprechend wird dann halt die Lüftergeschwindigkeit geregelt. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ein Nachteil dabei ist, man kann tatsächlich nicht gucken, wie viel ist denn gerade. Vorteil, du kannst jeden x-beliebigen Lüfter fast benutzen. So. Nach da weggepackt. Kriege natürlich gleich wieder ein Foto. Ohne den geht es ja nicht, ne? So. Muss mein Akku aufladen. Also hier werde ich definitiv noch was drüber setzen, damit man das nicht so schön doof sieht, sagen wir mal. So, und jetzt haben wir das Problem mit dem hier. Aber das kriegen wir auch gelöst. Würde ich sagen. Und jetzt kommt einfach nur noch zum Schluss die Haube hier rauf. Mal gucken, wie gut die passt. Schraube reingedreht, aber nicht, nicht so schön. Also nochmal. Passt hier nicht vorbei. Nochmal. Das sieht sehr gut aus.
Also so auf den ersten Blick, bin ich ganz ehrlich, sieht das Ding erstmal richtig, richtig gut aus. Ich habe hier oben zwischen hier und hier einen Abstand von mindestens 2 mm. Also sollte ausreichen. Die Luft, die dann rausgeblasen wird, kommt dann hier durch die kleinen Löcher hier rot durch. 6 Stück an der Zahl. Sollte auch ausreichen. Also gefällt mir. Sind wir gespannt, wie es funktioniert und werden wir dann auch gleich sehen. Weil ich werde es ja natürlich ausprobieren. Und werde euch auch natürlich wieder auf dem Laufenden halten. Wenn nicht, ich habe immer noch den hier, den brauche ich bloß anschrauben und dann können wir trotzdem weiter drucken. Aber wir wollen halt wie gesagt Carbon und ähnliche Sachen drucken und da brauchen wir dann halt schon etwas Besseres als wie Kunststoff. Wobei Carbon ja auch ein Kunststoff ist, ne? Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier wieder gucken. Die Nasen sind da dran, also kommt das Ding so rein. So. Machen wir nochmal. Lässt sich so schwer drehen. So, die Nase sind da. So. So. Natürlich haben wir jetzt nur 2 Schräubchen, die dann halt den Bluttouch-Sensor festhalten. Ich habe natürlich auch wieder daran gedacht, dass ich Löcher drin habe, dass ich jedes große Loch drin habe, dass wenn dann mal was kaputt geht, also der Sensor mal kaputt geht, dass du den dann einfach so austauschen kannst. Auf welche Wetterpfeile schön. So. So sieht der Spaß aus. Und wenn wir jetzt mal von der Größe her vergleichen, alt gegen neu, wir sind nicht wirklich weit und unterschiedlich. Gewichtmäßig, das ist das, was mich jetzt mal interessiert noch. Was wiegt das Ding, was wiegt das Ding? Ich hol mal, ich habe so eine olle Küchenwagen und hol mal. Also, das alte Hot End hat gewogen oder hat ein Gewicht von 180 Gramm ohne Bluttouch. Ist schon mal eine Hausnummer. Das Gehäuse hier, also wirklich nur das Gehäuse hier, hat ein Gewicht von 63 Gramm. Machen wir mal hier. Hier haben wir
180 Gramm. Ohne Bluetouch, ohne Kabel. Jetzt machen wir mal hier. Mit Bluetouch haben wir 180 Gramm. Und wenn wir das Kabel noch komplett dazu packen, legen wir das darauf. Naja, nicht wirklich. Wickeln wir das mal hier so sanft um. Damit wir das komplette Gewicht haben. So. Sind wir auf 190 Gramm. Also ich sag mal, ich bin mit Bluetouch 10 Gramm schwerer als das Ding hier. Habe hier ein Vollmetall-Hot-End. Das heißt, hier ist viel mehr Metall drin verarbeitet als in dem Teil hier. Habe nicht nur einen Lüfter für die Bauteilkühlung, ich habe zwei, weil hier ist wirklich nur einer dran. Bei mir sind jetzt zwei hier mit dran. Ja, also im Großen und Ganzen ist es in meinen Augen eine deutliche Verbesserung. Was sagt ihr? Was sollte man noch verändern? Oder was würdet ihr verändern? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also wäre sehr lieb. Und ich probiere das Teil und werde euch natürlich auf den Laufenden halten. Es wird hier vorne noch eine kleine Deckplatte rankommen, dass man dann halt nicht so viel Kabel sieht, aber dass das Ding dann immer noch genug Luft ziehen kann. Also da muss ich mir was einfallen lassen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche was. Ciao, ciao. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.